Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid steht vor einer neuen Ära. Und im Zentrum dieser Vision steht ein junger Türke. Xabi Alonso hat seine Entscheidung getroffen. Er hat seinen Dirigenten, seinen Taktgeber gefunden. Das neue Herzstück von seinem Real Madrid wird Arda Güler. Was da los ist, das erzähle ich euch natürlich in dem Video. Dann sind gestern die Nummern offiziell geworden. Wir können uns anschauen, welcher Spieler trägt nächstes Jahr welche Nummer. Viele von euch hatten mich danach gefragt. Die Info gibt's auch im Video. Und Gonzalo Garcia, der Stürmer, der die ganze Welt verblüfft hat bei der Club-WM, bekommt einen neuen Vertrag. Wie ihr hört, ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Wenn Xabi Alonso zwei Sachen klargestellt hat in den Pressekonferenzen, seit er neuer Trainer von Real Madrid ist die erste, dass wir ein neues Real Madrid sehen werden. Ein mutiges, ein modernes Real Madrid. Ein Real Madrid, was die wieder Emotionen zwischen Fans und Mannschaft verbinden wird. Ein Real Madrid, das Protagonist sein möchte, das den Ball haben möchte und aktiv ist. Und die zweite Sache, die er immer wieder wiederholt hat, ist, Real Madrid wird in der neuen Saison bei Null anfangen. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was meint er damit? Zählt die Club-WM nicht? Oder was meint er damit genau? Und jetzt wird ziemlich klar, was er damit meint. Wenn man seine Entscheidungen sieht, dann hat die Club-WM sehr wohl gezählt, und zwar sehr viel. Was ein Xabi Alonso damit sagen möchte, ist, ihm sind Namen egal. Ihm ist egal, was ein Spieler bisher in der Vergangenheit mal für Real Madrid geleistet hat. Was für ihn zählt, ist das Hier und Jetzt. Ihm ist egal, wie alt du bist, wo du herkommst, was deine Vergangenheit ist. Was für Xabi Alonso wichtig ist wie gesagt das Hier und Jetzt. Und das sieht man in seinen Entscheidungen. Die erste Entscheidung davon ist, dass der Stürmer, der die ganze WM verblüfft hat, überrascht hat bei der Club-WM, Gonzalo Garcia, Torschützenkönig dieses Turniers, ein wichtiger Bestandteil seiner Mannschaft wird. Und das hat Real Madrid übernommen und bietet diesem Jungen einen neuen Vertrag an. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Diese Info haben wir übrigens von OK Diario und die schreiben, Real Madrid wird Gonzalo mit einer Vertragsverlängerung schützen, die seinen Namen würdig ist. Real Madrid und die Vertreter von Gonzalo Garcia haben bereits Gespräche zur Verlängerung seines Vertrages aufgenommen. Er erhält Stammspielerstatus, unterschreibt bis 2031 und seine Klausel wird erhöht. Gonzalo überzeugt Xabi Alonso. Real Madrid hat beschlossen, den Vertrag mit Gonzalo Garcia zu verlängern. Garcia war für Real Madrid während der Clubweltmeisterschaft eine Sensation, bei der er 4 Tore erzielte und eine Vorlage gab. Real Madrid und der Vertreter des Nachwuchsspielers von Real Madrid verhandeln derzeit über eine Einigung und eine Vertragsverlängerung mit dem Spieler. Sein Vertrag mit Real Madrid läuft derzeit bis 2027 und er ist mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro ausgestattet. Geplant ist eine Vertragsverlängerung des Vertrags bis 2031 und eine deutliche Erhöhung seiner Ausstiegsklausel, um das Interesse anderer europäischer Teams abzuschrecken. Und eine deutliche Verbesserung seines Gehalts, sodass er dem eines Spielers der ersten Mannschaft entspricht. Real Madrid beabsichtigt ihm, einen Vertrag anzubieten, der ihm 3 Millionen Euro brutto einbringt, was 1,5 Millionen Euro netto entspricht. Das ist der gleiche Betrag, den Spieler wie Asensio, Nacho, Ceballos und Lucas verdienen, als sie in die erste Mannschaft von Real Madrid kamen. Es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen eine Einigung erzielt wird, da alle Parteien auf bester Wellenlänge sind. Real Madrid möchte mit Gonzalo weitermachen, der bewiesen hat, dass er einen Platz in der ersten Mannschaft hat. Trotz des Interesses zahlreicher europäischer Vereine hat der Spieler stets klargestellt, dass seine Priorität darin besteht, beim Verein seines Lebens zu bleiben. Eine Vertragsverlängerung ist daher praktisch sicher. Naja, praktisch sicher, wir haben die letzten Jahre gesehen, praktisch sicher ist erst, wenn alle unterschrieben haben, aber wir haben einen Spieler, der seit
er ein kleiner Bub ist, bei Real Madrid ist. Sein größter Traum geht gerade in Erfüllung. Er schafft diesen unglaublich schweren Sprung von Real Madrid Castilla zu Real Madrid. Und ganz ehrlich, das ist das Madrid, was ich sehen möchte. Natürlich bin ich Nostalgiker und freue mich über jeden Jungen, der es aus der eigenen Jugend schafft, wie ein Raúl damals zum Beispiel, Nacho etc., Lucas Vázquez auch. Aber das ist heute schwerer denn je. Die Konkurrenz, der Markt wird immer schwerer. Aber wie gesagt, es geht mir auch darum, dass wir endlich einen Trainer haben, der darauf setzt, was sich Leute auf dem Platz verdienen. Und das hat sich ein Gonzalo nun mal verdient. Und noch ein Punkt, wo ich froh bin, dass Xabi Alonso neuer Trainer von Real Madrid ist. Ja, und viele von euch fragen sich jetzt, welche Nummer bekommt denn ein Gonzalo? Bekommt er die 9 oder wer bekommt die neue 9? Denn gestern sind die Nummern, zumindest teilweise, von Real Madrid offiziell geworden. Gestern erschien dieses Bild, KM10. Real Madrid hat öffentlich gepostet, Kylian Mbappé wird die neue Nummer 10 von Real Madrid. Und für diejenigen von euch, die sich gedacht haben, oh, der arme Arda Güler war bestimmt sehr traurig, euch kann ich beruhigen, nein. Arda Güler war einer der ersten, der das geliked hat. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gestern auch einen Tweet gesetzt, wo ich geschrieben habe, Arda Güler repräsentiert einfach nur das Gute. So ein toller Junge, der freut sich für einen Kylian Mbappé und ein Arda weiß ganz genau, ich bin 20, Kylian ist 26. In 4-5 Jahren unterhalten wir uns nochmal, wer die neue Nummer 10 von Real Madrid ist. Also, wie gesagt, gute Stimmung in der Kabine und im Endeffekt, ich sag's immer wieder, die Nummer ist ja egal. Die Rolle auf dem Platz ist wichtig und darüber unterhalten wir uns gleich, was für eine Rolle Xabi Alonso für Arda Güler vorbereitet hat. Ja, aber ich wollte mit euch kurz die Nummern durchgehen. Schauen wir uns die zusammen einmal an. Also, wie ihr seht, im Tor erst keine große Veränderung. Courtois behält die 1, Lunin die 13. In der Abwehr die erste kleine Überraschung. Die Nummern bleiben alle gleich, aber wenn ihr ganz nach rechts schaut, seht ihr, Asensio hat die Nummer 17 von Lucas Vázquez geerbt. Asensio ist ab sofort Spieler der ersten Mannschaft. Der hatte bis zur Club-WM noch quasi, war er registriert unter Real Madrid Castilla. Jetzt ist er ein offizieller Spieler der ersten Mannschaft. Er wird dementsprechend auch einen neuen Vertrag, Gehalt bekommen. Es gab in den letzten Tagen Gerüchte, ein Xabi Alonso würde nicht auf ihn setzen etc. Quatsch. Jeder Spieler hat mal eine etwas schlechtere Phase. Asensio beerbt die Nummer 17 von Lucas Vázquez und ich hoffe, er wird eine genauso gute Karriere machen wie der Galizia. Ja, und im restlichen Teil der Abwehr nichts Überraschendes. Ein Carreras bekommt die 18, aber das wussten wir ja schon seit der Vorstellung. Der Rest bleibt gleich. Im Mittelfeld bleibt an sich auch alles gleich. Die Nummern, die ihr schon kennt. Also ich blende euch die ein, aber alles bleibt gleich. Auch Arda behält die 15 und ein Asensio die 19 etc. Und im Sturm, da gibt es die erste Veränderung. Ihr seht schon, KM10, Kylian Mbappé hat die Nummer 10. Ein marketingtechnisches Handwerk oder Manöver von Real Madrid. Man hat gesagt, die 9 letztes Jahr war fast ausverkauft und jetzt sollen mit der Nummer 10 neue Verkäufe generiert werden. Ich drücke Kylian die Daumen, dass er der 10 gerecht wird. Es ist eine riesige Nummer, eine riesige Fußstapfen, in die er tritt, in die von Luka Modric, einem Ballon d'Or-Sieger. Vielleicht holt sich Kylian Mbappé auch einen Ballon d'Or, würde mich für ihn und für Real Madrid natürlich freuen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich angekündigt habe im Vorwort. Warum ich auch sage, eine Nummer ist im Endeffekt gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Rolle auf dem Platz. Und da hat Xabi Alonso eine Entscheidung getroffen. In den letzten Wochen gab es immer wieder Artikel, dass Xabi Alonso bereits mit jedem Spieler des Kaders geredet hätte, um ihm von Anfang an klarzumachen, das wird deine neue Rolle bei meinem Real Madrid. Die Spieler, die nicht mehr für ihn zählen, denen hat er das offen und ehrlich gesagt, auch die Möglichkeit angeboten, früh genug einen neuen Verein zu suchen oder ihnen klarzumachen, solltest du bei uns bleiben, wirst du eher Ergänzungsspieler etc. Aber in den letzten Wochen kam nur die Information raus über die Spieler, die quasi nicht mehr so für Real Madrid zählen. Und seit gestern hat El Marca, wie gesagt, eine der größten spanischen Sportzeitungen, herausgefunden, auf welche Spieler Xabi Alonso setzt. Ich glaube, wir haben das während der Club-WM schon gesehen. Und ich war verdammt glücklich über die Rolle, die er zum Beispiel einem Arda gegeben hat, einem Gonzalo, einem Dean Housen. Ich war sehr happy. Ja, und einer der Spieler, der Xabi Alonso anscheinend am meisten überzeugt hat, ich weiß nicht, ob überrascht, weil der war ja immer schon ein großer Fan von ihm, ist Arda Güler.
Bevor ich jetzt mit dem Artikel starte, den wir uns zusammen durchlesen, noch eine lustige Anekdote. Und zwar hat ein türkischer Journalist, Xabi Alonso, gesagt, hör mal, lass doch mal Arda spielen. Und die Antwort von Xabi Alonso war, tu ich doch schon. So, das fand ich extrem lustig. Hat er gepostet auf seiner Internetseite. Auf Instagram war das, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber wie dem auch sei, ein Xabi Alonso hat klargestellt, ja, ich setze doch schon auf ihn. Ja, und das hat er nochmal unterstrichen. Marca hat Informationen. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Güler hat Xabis ersten Test bestanden. Der Türke überzeugte in seiner Rolle als Mittelfeldspieler und wird die Vorbereitung als Stammspieler beginnen. Arda Güler startet mit einer völlig anderen Einstellung in die neue Saison bei Real Madrid als bei seiner Ankunft. Nach einem von Verletzung geprägten ersten Jahr und einer von Spielminuten geprägten zweiten Saison unter Carlo Ancelotti steht dem jungen türkischen Talent nun eine Saison voller Spannung, Selbstvertrauen und vor allem Bekanntheit bevor. Der Schlüssel zur Wende in seiner Karriere bei Real Madrid hat einen Namen: Xabi Alonso. Der baskische Trainer, der bereits klargestellt hat, dass sein Projekt am 4. August mit dem Beginn der Saisonvorbereitung praktisch bei Null beginnen wird, hat bereits während der Clubweltmeisterschaft einige Ideen und Konzepte für sein Team skizziert. Und Arda Güler nimmt zumindest zunächst einen prominenten Platz auf seiner Liste ein. Bei der letzten Clubweltmeisterschaft ließ Xabi Güler auf einer für ihn ungewöhnlichen Position spielen, als kreativer Mittelfeldspieler in einer Formation mit 3 Innenverteidigern hinter ihm. Der Plan ist ambitioniert für den Türken, der es gewohnt ist, näher am gegnerischen Strafraum zu spielen. Doch Xabis Idee ist klar. Er will seine Übersicht, sein Ballgefühl und seine Fähigkeiten zwischen den Linien anzunehmen nutzen, aber auch sein Engagement in den taktischen und defensiven Aspekten des Spiels fordern. Und das Experiment in den USA hätte nicht reibungsloser verlaufen können. Bevor wir weitermachen, wollte ich da kurz nochmal einklinken, denn viele von euch haben sich während der Club-WM beschwert und gesagt, da ist ein Zehner, der gehört in die Nähe des Tores. Aber im modernen Fußball gibt es eigentlich keinen Zehner mehr. Und was heutzutage modern ist, ist dieser tiefstehende Spielmacher. Dieser Vitinha bei Paris Saint-Germain, dieser Pedri bei Barcelona. Wir haben das schon oft genug besprochen. Und das ist die Rolle, die ein Xabi Alonso für Arda Güler vorgesehen hat. Sein Ballgefühl, sein Fußball-IQ etc. Er soll das Herzstück von Real Madrid werden, der Taktgeber, der dafür sorgt, der Ball kommt von der Abwehr nach vorne sauber, sicher. Und dafür hat ein Arda Güler natürlich fußballerisch alles drauf. Das Einzige, woran er noch arbeiten musste, ist logischerweise auch an der Defensive. Denn wenn du auf der 6 bist, bleibt es nicht aus, dass du irgendwann in defensive Zweikämpfe gerätst. Und ein Xabi Alonso war begeistert von wieder dem Fußball-IQ von Arda Güler und davon, wie willig er ist zu lernen. Lesen wir uns dazu mal durch, was weiter im Artikel steht. Xabi Alonso begeistert von ihm. Laut Marca war Xabi Alonso von Gülers Leistung und Einstellung begeistert. Am meisten überraschte ihn nicht nur seine bereits bekannte Qualität am Ball, sondern auch seine Bereitschaft, automatische Bewegungen zu erlernen, Automatismen zu lernen, neue Räume zu besetzen und sich Defensivkonzepte anzueignen, die vorher nie Teil seines Spiels waren. Der Trainer war beeindruckt von der Reife, mit der Güler diese neue Rolle übernahm. Und es ist geplant, ihn weiter zu einem Schlüsselspieler im Mittelfeld zu entwickeln. Auch Güler ging gestärkt aus dem Turnier hervor. Nachdem er monatelang mehr Spielzeit und Kontinuität gefordert hatte, fand der Türke in Xabi Alonso einen Trainer, der an sein Talent glaubt und ihm den ersehnten Freiraum gibt. Mit 20 Jahren bereitet sich Arda Güler auf eine entscheidende Saison vor. Real Madrid startet mit Xabi Alonso an der Spitze in eine neue Ära und der junge Türke ist bereit, einer der Schlüsselspieler zu werden. Seine neue Rolle als kreativer Mittelfeldspieler öffnet ihm nicht nur eine Tür in die Startelf, sondern macht ihn auch zum Herzstück des Fußballprojekts eines Trainers, der auf Talent, assoziatives Spiel und taktisches Vorgehen setzt. Wenn sich die Eindrücke der Clubweltmeisterschaft bestätigen, könnte dies die Saison sein, in der Arda Güler endgültig den Durchbruch schafft. Das Talent hatte er schon, ihm fehlte nur noch das Selbstvertrauen und die richtige Bühne. Ja, ihr habt es selber gehört, gelesen, was auch immer. Marca hat die Information aus erster Hand. Xabi Alonso übergibt den Schlüssel von Real Madrid an Arda Güler. Und jetzt möchte ich erst einmal alle um etwas Ruhe und Besonnenheit bitten. Arda Güler ist 20. Ein
Luka Modric ist mit 27 aus Tottenham gekommen und war im ersten Jahr auf der Bank. Er galt als der schlechteste Transfer. Und danach, mit 28 etc., ist er zu dieser Legende geworden. Ein Toni Kroos ist nach Madrid gekommen, als er gerade mit Deutschland Weltmeister geworden war. Als sie in Brasilien 7:1 abgeschossen hatten. Also, diese Spieler waren schon absolut gestandene Profis. Arda Güler ist 20, hat die letzten 2 Jahre kaum gespielt. Also bitte, sobald dieser Junge mal ein schlechteres Spiel macht, bitte, ich möchte nicht, dass die ganze Welt auf ihn einhaut. Das wäre das Normalste auf der Welt. Aber damit dieser Junge sich entwickelt und da mal ankommen kann, wo ein Modric am Ende war, wo ein Kroos am Ende war, dafür muss er spielen. Und ein Xabi Alonso hat ja in der Vorbereitung schon klar gemacht, ein Junge von diesem Talent muss immer spielen. Ein Xabi Alonso lässt seinen Worten auch Taten folgen und übergibt diesen Jungen die Verantwortung. Diese Verantwortung bedeutet natürlich auch eine Menge Druck. Und dieser Junge ist druckgewöhnt. In der Türkei ist jeder Ballkontakt von ihm entscheidend, ob er ein Gott ist oder ob er ein Antifußballer ist. Und ich glaube, wenn der Druck der Türkei jetzt auch noch mit dem Druck von Real Madrid kommt, ich vertraue diesem Jungen, der kommt aus einem guten Elternhaus, hat immer Ruhe bewiesen, aber das könnte im Kopf mit ihm einiges machen. Ich drücke Arda Güler nur die Daumen, dass er das macht, was er bis jetzt gemacht hat. Ich erwarte, und ich hoffe ihr auch nicht, 20 Übersteiger, dass der alle Mann austribbelt. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, für Sicherheit zu sorgen, für einen Rhythmus zu sorgen, dafür zu sorgen, dass Real Madrid Fußball spielt. Das ist mehr oder weniger die wichtigste Rolle in der Mannschaft und die übergibt Xabi Alonso einem 20-Jährigen. Ja, und noch ein letzter Punkt, bevor ich mich verabschiede und eure Kommentare lese, auf die freue ich mich heute besonders. Das Wichtigste bei einem Fußballer ist Kontinuität. Diese Kontinuität erreichen viele Fußballer erst mit 29, 30 etc. Zum Beispiel ein Jude Bellingham ist ein gutes Beispiel. Überragend, nach seiner Verletzung nicht mehr so gut. Ein Rodrigo ist das beste Beispiel. Ein Vini. Wir sehen Spieler, die herausstechen und dann irgendwann monatelang verschwinden. Auch ein Kylian Mbappé ist es am Anfang der Saison passiert, dass er 3 Monate verschwunden war und danach aufgetaucht ist. Es wird auch schlechtere Phasen für einen Arda Güler geben. Ein Arda Güler ist kein Übermensch. Auch er wird mal eine schlechtere Phase haben. Trotz alledem finde ich, wir Madridistas müssen hinter ihm stehen. Ich vertraue Xabi Alonso. Ich vertraue Juni Calafat, Florentino Perez. Und wenn die entschieden haben, Arda Güler ist unser neuer zentraler Spieler, dann freue ich mich. Und ich möchte nicht sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ja, jetzt habe ich es doch. Also, wie dem auch sei, lasst bitte Liebe auf diesem Video. Kommentare, liken, teilen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte ein Follow. Wir sind kurz vor den 11.000. Es wäre schön, wenn ihr mich unterstützt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich riesig. Bis dahin. Allah